Hallo, lang ist es her, aber heute gibt es wieder ein Favoritenvideo von mir und ich dachte mir, für die nächste Zeit werde ich nur alle 2 Monate ein Video zu meinen Favoriten drehen, weil ich doch immer die gleichen Produkte verwende und so kann ich euch nicht in so einem kurzen Abstand immer neue Produkte zeigen und damit es einfach für euch nicht so ganz so langweilig ist, kommt dann eben nur alle 2 Monate ein Favoritenvideo. Und entschuldigt jetzt schon mal die lauten Hintergrundgeräusche, aber draußen spielen 2 Kindergartengruppen und oben im Haus bei mir wird auch gebohrt, aber was soll ich machen? Aber kommen wir nun zu den Favoriten. Und da habe ich euch in den letzten Monaten ja schon von dem Emma Hardy Cleansing Balm vorgeschwärmt und der ist mir jetzt leer gegangen nach etwa 4 Monaten und da musste unbedingt ein Ersatz her. Und da wollte ich auf jeden Fall wieder zu einem Cleansing Balm greifen. Und zum Glück hatte ich da schon einen Ersatz parat, und zwar den Take the Day Off Cleansing Balm von Clinique. Und das ist eigentlich im Prinzip genau das gleiche wie der Emma Hardy Cleansing Balm. Allerdings ist der nicht also reich an ätherischen Ölen, sondern eher auf chemischer Basis. Was aber gut ist für sensible Haut und ja eigentlich auch sogar zur Akne neigender Haut. Und der entfernt das Make-up mindestens genauso gut wie der Emma Hardy Cleansing Balm. Allerdings braucht man bei dem viel weniger, habe ich das Gefühl. Also viel weniger, um einfach das komplette Make-up vom Gesicht zu kriegen. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört an dem von Clinique, ist, dass die Rückstände im Frottee-Handtuch viel schwieriger zu entfernen sind. Also da muss man schon ein bisschen mehr rubbeln. Und der riecht halt nicht so gut. Also das ist halt echt so der Bonus bei dem von Emma Hardy. Aber zumindest ist der halt völlig geruchslos. Also es ist jetzt nicht, dass er unangenehm riecht, aber es ist jetzt nicht so das Spa-Gefühl schlechthin. Aber was das Reinigen angeht, dafür ist das Produkt sehr, sehr gut und das Gesicht fühlt sich einfach sehr sauber und rein an. Ist auch viel günstiger als das von Emma Hardy. Also sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren. Kommen wir nun zum nächsten Produkt und das ist ein Lippenstift. Und den habe ich eigentlich schon ziemlich lange, nur habe ich den eigentlich gar nicht so richtig beachtet und nie richtig getragen, weil ich immer zu einem anderen gewissen Lippenstift gegriffen habe. Und zwar ist es dieser Lippenstift von Shiseido in der Farbe Valentine. Und das ist so ein, ja, richtiges Rot. Also im Gegensatz zu dem Lippenstift von Revlon, zu dem ich sonst immer greife, der ja sehr orangestichig ist der eher neutral bis eben mehr so zum blauen Unterton. Und den habe ich in letzter Zeit dann doch ganz gerne getragen, also gerade so im Alltag. Eine Schicht und dann einmal so mit dem Taschentuch drüber, damit das Finish matt wird. Das hat dann immer so ein bisschen Farbe reingebracht, ohne jetzt so total knallig was auf den Lippen zu haben. Und die Gesichtsfarbe sah dann auch gleich viel frischer aus. Also ja, doch irgendwie genau meine Farbe momentan. Das Einzige ist, dass wenn man den nicht so abgeblottet mit dem Taschentuch trägt, also ganz normal, vielleicht auch sogar mehrmals aufgetragen, da muss man schon aufpassen, dass er nicht ausblutet, weil er sehr cremig ist und ja, dann sieht es schon sehr verschwommen aus, sage ich mal. Dann auf jeden Fall mindestens einen Lip Liner tragen oder eben aufpassen. Aber sonst die Farbe und auch vom Tragegefühl, also überhaupt nicht austrocknend, da ist der ganz klar ein Favorit jetzt im Januar und Februar gewesen. Mein nächster Favorit ist auch ein ziemlich altes Produkt und zwar ist es dieser Nagellack von Topshop in der Farbe Mink und den habe ich gekauft, wo Topshop überhaupt erst Make-up rausgebracht hat, also im Mai 2010 war das und da habe ich es geschafft, irgendwie Nagellack zu bestellen online, weil eigentlich kann man online Nagellack gar nicht bestellen bei Topshop. Naja, irgendwie hatte ich da Glück und hatte halt dann den und das ist ziemlich überraschend, dass der halt so alt ist und trotzdem so gut noch anwendbar ist. Also der ist überhaupt nicht klebrig, klumpig oder ausgetrocknet, sondern wie neu. Und die Farbe ist eben das, was mich momentan total anspricht. Also so ein gräuliches Lila, würde ich sagen. Passt fast zu allem. Eigentlich passt es zu allem, finde ich. Und der hält sich auch ganz gut. Leider ist eben genau dieser Nagellack nicht mehr erhältlich, aber letztens hatte Thalisa genau so eine Farbe auf den Nägeln. Also wir haben die Hände aneinander gehalten und es war einfach exakt die gleiche Farbe. Da schreibe ich euch mal auf jeden Fall in die Infobox, welcher Nagellack das war. Und ja, die Farbe ist, glaube ich, momentan für so einen Winter- zu Frühlingsübergang richtig perfekt. Mein nächster Favorit ist ziemlich untypisch für mich, denn wie ihr wisst, trage ich eigentlich nur braune Mascara. Und da habe ich aber in letzter Zeit oft zu dem Babydoll Mascara von Yves Saint Laurent gegriffen und zwar in der schwarzen Farbe. Und den habe ich einfach mal so ausprobiert, weil sonst hat den Daisy gerne mal getragen. Das ist ein Mascara mit einer Gummibürste und der trennt die Wimpern sehr gut, verlängert sie aber gleichzeitig auch sehr gut.
Und das hat mich beim ersten Ausprobieren eigentlich sofort überzeugt. Und deswegen habe ich den in den letzten Monaten doch ganz gerne getragen, obwohl ich eben nicht schwarze Mascara trage. Aber der macht eben so feine, verlängerte und leicht verdichtete Wimpern. Deswegen war der für mich nicht ganz so dramatisch, wie ich das sonst immer finde. Und da blende ich euch mal ein Foto ein, wo ich den auch drauf hatte, damit ihr das so sehen könnt, wie das Ergebnis an meinen Wimpern aussieht. Ich habe euch ja schon mal gesagt, Mascaras sind sehr subjektiv. Also an mir kann der einfach super aussehen, an jemand anderen wieder nicht. Aber mich hat es einfach diesen Monat sehr überrascht, dass ich zu denen öfter mal gegriffen habe. Und generell waren die letzten 2 Monate irgendwie die Zeit für alte Schätze. Und dann habe ich diesmal wieder ein Favorit dabei, was so gar nicht mit Beauty zu tun hat. Und zwar ist das ein Aufladekabel für das iPhone. Und zwar die von M-Cord. Und die kommen in so verschiedenen Farben daher. Ich habe jetzt das schwarz-weiße. Und zwar die Standardvariante. Meine Schwester hat aber eine viel coole Variante. Und zwar eine, die doppelt so lang ist, also 2 Meter. Und das ist einfach so praktisch. Ich ärgere mich schon, dass ich nicht einfach die doppelte Länge genommen habe. Denn wie oft ärgert man sich, dass das Kabel nicht bis dahin reicht, wo man gerade sitzt. Und das passiert bei denen hier einfach gar nicht. Und total praktisch, ist auch gar nicht mal so ja, sperrig, so wenn man es halt mal mitnehmen will oder so. Und davon gibt es auch ganz viele verschiedene Farben. Werde ich euch auf jeden Fall mal in der Infobox verlinken, weil die Auswahl ist ganz gut. Die sehen halt einfach viel hübscher aus als die standardmäßigen Aufladekabel. Wenn man jetzt die Standardvariante nimmt, ist es auch nicht so viel teurer. Und ich glaube, dass die einfach viel robuster sind als die von Apple, weil bei uns ist es halt hier an der Stelle sehr schnell kaputt gegangen und das wirkt hier ziemlich robust. Also auf jeden Fall empfehlenswert und einfach auch schön. So, das waren all meine Favoriten in den letzten Monaten. Eine Sache hätte ich noch, und zwar will ich demnächst so ein Frage-Antworten-Video machen. Da könnt ihr mir auf jeden Fall noch eure Fragen hinterlassen, egal auf welchen Kanälen, ob Facebook, Instagram, Twitter oder hier jetzt direkt bei den Kommentaren. Ja, markiert mich am besten mal oder schreibt den Hashtag AskNisi dazu und alle meine Kanäle kommen gleich in den Bildschirm verlinkt oder verlinke ich euch unten in der Infobox. Also fragt einfach das, was euch so interessieren würde und ich werde dann zusehen, dass ich demnächst möglichst viele davon beantworten werde. Und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann nächste Woche. Tschüss! Und das für dieses hier von M-Cord. Bei Bolia gekauft. Das ist so eine Einrichtungskette, die so skandinavisches Design führt und das ist zwar nicht ganz so günstig wie Ikea, aber ja, auf jeden Fall